Sehr geehrter Herr Präsident, in Deutschland liegt die Wirtschaft am Boden. Seit Jahren stecken wir als einzige Industrienation der Welt in einer Dauerrezession. Verantwortlich dafür ist die Politik von Altparteien und EU. Hunderttausende Arbeitsplätze werden von Ihnen in kürzester Zeit vernichtet. Weitere Hunderttausende oder gar Millionen werden folgen. Die Marke von 3 Millionen Arbeitslosen wurde kürzlich überschritten. Jetzt hätte die EU die Möglichkeit, mit dem Sozialfonds Plus diesen dramatischen Entwicklungen entgegenzuwirken. Eines der Hauptziele dieses 100 Milliarden schweren Fonds ist es bekanntlich, Arbeitslose wieder in Lohn und Brot zu bringen. Deutschland profitiert allerdings bisher kaum von diesem Fonds. Dies liegt daran, dass wir über Jahre wirtschaftlich sehr, sehr stark waren. Doch diese Zeiten sind aufgrund der Auswirkungen ihrer Politik nun vorbei. Aber die EU wäre nicht die EU, wenn sie nicht selbst potenziell sinnvolle Maßnahmen komplett verbocken würde. Um strategische Herausforderungen meistern zu können, sollen jetzt Mittel in die Rüstungsindustrie und die sogenannte grüne Transformation umgeleitet werden. Also gerade jene Technologie, die in Deutschland gerade zu einer historisch beispielslosen Vernichtung von Wohlstand geführt hat. Diese strategischen Herausforderungen, wie Sie es nennen, sollen mit größtmöglicher Flexibilität begegnet werden. Das klingt sehr nach dem typischen EU-Sprech für ohne parlamentarische Kontrolle. Wir kennen das bereits vom 150 Milliarden schweren Rüstungspaket. Deutschland hat als mit Abstand größter Nettozahler hunderte Milliarden in den EU-Haushalt eingezahlt und viel zu wenig zurückgehalten. Angesichts der dramatischen Wirtschaftskrise in meinem Heimatland, für die die EU eine erhebliche Mitverantwortung trägt, ist es an der Zeit, meinen Landsleuten etwas zurückzugeben. Vielen Dank.